Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht's um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du so eine Shoppertasche nähen kannst. Die Ecken vom Shopper sind am Boden rund und der Shopper hat so seitliche Abnäher für ein bisschen mehr Tiefe. Der Shopper ist ungefüttert und hat oben die kurzen Tragegurte und dann noch einen Tunnelzug zum Zusammenziehen. An den Seiten gibt es D-Ringe, an denen kann man einen langen Tragegurt befestigen. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und Nachnähen. Und hier siehst du alle Teile, die du für diesen Beutel benötigst. Für den Tragegurt, zweimal für den Tunnelzug, die großen Taschenteile, dann die kurzen Gurte, die kannst du selber nähen oder halt fertige nehmen. Dann zweimal Kordel für den Tunnelzug, 2 Karabinerhaken, 2 Ringe und das sind die Stückchen für die Ringe. Als erstes zeichnest du am Boden ein 5 x 5 cm großes Quadrat ein. Dann ziehst du eine Linie von dieser Ecke zu dieser und misst dann von der unteren Ecke aus da 2 cm ab und nach oben auch 2 cm. Diese beiden Punkte verbindest du mit der oberen Ecke. Das Ganze machst du natürlich auch an den anderen 3 Bodenseiten. Dann nimmst du dir ein Lineal und verbindest mit einer Rundung die beiden Ecken. An dieser Rundung schneidest du den Stoff ab. An den Markierungen kannst du ein paar Knips in den Stoff machen, so kannst du gleich den Stoff besser falten für den Abnäher. Dann legst du jetzt die beiden äußeren Knipse rechts auf rechts aufeinander und steckst das mit einer Nadel bis zu der Ecke, die eingezeichnet ist, fest. Das machst du natürlich an allen anderen Ecken auch und dann nähst du den Abnäher. Die Nähte wie immer verriegeln. Dann kannst du die Nahtzugaben der Abnäher zu einer Seite bügeln. Und als nächstes kommen die kleinen Stückchen für diese Ringe. Die werden einmal in der Mitte gefaltet, links auf links, dann wieder aufgefaltet, die äußeren Kanten zur Mitte und dann wieder zusammen. Und das Ganze am besten bügeln. Genauso habe ich die kurzen Gurte genäht und den langen Trageriemen habe ich nach dem gleichen Prinzip genäht. Bevor die Tasche nun gleich zusammengenäht wird, platzierst du noch die Ringe. Dafür schiebst du die kurzen Streifen durch die Ringe und legst sie dann 5 cm vom oberen Rand auf das Taschenteil. Der Streifen steht ein wenig über. Das Ganze machst du auf beiden Seiten. Dann nimmst du das andere Taschenteil und legst es rechts auf das untere Taschenteil. Die Nähte von den Abnähern steckst du genau aufeinander. Wenn alles gleich gut zusammengesteckt ist, dann wird einmal von der einen Seite zur anderen genäht. Ich versäubere das Ganze anschließend mit der Overlock, aber du kannst das natürlich auch mit einem Schrägband versäubern, wenn du das schöner findest. Da die Tasche ja nicht gefüttert ist, sieht man die Overlock-Naht natürlich. Beim Nähen an der Ecke muss man eventuell mal den Nähfuß anheben und dann ist man auf der anderen Seite angelangt. Die Nähte müssen natürlich verriegelt werden. Das überstehende Stück Gurtband kannst du zurückschneiden.
Wenn die Naht dann versäubert ist, dann kannst du den Taschenbeutel auf rechts drehen. Und erstmal kurz zur Seite legen, weil es geht jetzt erstmal mit dem Tunnelzug weiter. Dafür nimmst du dir die beiden Teile und faltest an der kurzen Seite den Stoff zweimal 1 cm nach innen. Am besten bügelst du das und dann wird dort der Stoff festgenäht. Dann legst du die langen Kanten links aufeinander und bügelst das. Jetzt kommen die Gurtbänder. Ich habe sie ja schon fertig genäht, eventuell musst du sie nähen oder du nimmst fertige. Also die kurzen Gurtbänder werden 9 cm von der Seite so auf den Taschenbeutel geklammert. Dann nimmst du dir einen von den Tunnelzügen und legst ihn über den kurzen Gurt an die obere Kante der Tasche und steckst das alles fest. Das Ganze machst du natürlich auf der anderen Seite genauso. Wenn du alles genauso wie ich festgesteckt hast, dann wird dort oben einmal ringsherum genäht. Ich verriegel die Naht am Anfang immer schon, ja, zur Sicherheit. Eventuell trifft man nachher nicht ganz genau auf die Anfangsnaht und dann könnte die aufgehen. Den überstehenden Stoff kannst du abschneiden und dann die Nahtzugabe mit der Overlock versäubern. Dann wird der Gurt und der Tunnelzug so nach oben geklappt und dadurch klappt sich die Nahtzugabe nach innen und das Ganze kannst du am besten bügeln. Auf dem Taschenbeutel wird nun knappkantig dort entlang gesteppt. Dadurch nähst du auch die Nahtzugabe auf dem Stoff fest. Also einmal ringsherum auf dem Taschenbeutel knapp neben der Naht nähen. Ja, die Tasche ist soweit schon fertig. Jetzt nimmst du dir noch die Kordel und ziehst einen Teil der Kordel von links und einen Teil der Kordel von rechts einmal durch den Tunnelzug. Dann verknotest du die Enden und schneidest die Kordel eventuell ein Stückchen zurück. Die Tasche ist soweit fertig. Also falls du auch den Gurt selber nähst, dann machst du es so, wie ich das vorhin schon bei dem kurzen Stück gezeigt habe. So sieht der Gurt dann fertig genäht aus. Der wird dann durch den Karabiner gezogen und das offene Ende ca. 1 cm eingeklappt und dann kannst du das an dieser Stelle nähen oder ich mache es mit Hohlnieten. Dafür stanze ich erstmal Löcher in den Stoff und dann schiebe ich die Hohlniete hindurch und befestige es mit meiner Nietenpresse. Ja, und dann ist der Beutel auch schon fertig. Ich habe mir den jetzt für meine Trödelmarktbesuche genäht. Ich finde das super praktisch, dass man den oben halt auch ein bisschen zuziehen kann. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst. Wenn du Lust hast, schreib mir einen schönen Kommentar. Bis dann!